Hallo ihr Lieben, wir sind wieder mit unserem alten Wohnmobil unterwegs und haben euch schon Teil 1 und Teil 2 gezeigt. Wir sind unterwegs in der Normandie und haben Oktober 2024. Das, was ihr hier seht, ist Mont Saint-Michel und zwar die Rückseite. Diese würden wir euch gerne hier in Teil 3 zeigen, sowie den schönen Campingplatz, auf dem wir 2 Nächte wunderschön ruhig übernachtet haben. Aber zunächst unser kurzes Intro. Adresse und Preis von unserem Ziel blende ich hier schon mal ein. Die Strecke, die war ziemlich unspektakulär. Wir mussten ja nur einmal um die Bucht. Das waren so rund 45 Kilometer. Hier der Ort vor unserem Ziel, Jumpsy, auf der D241. Und wusstet ihr schon, warum die Ortseingangsschilder oder die Ortsausgangsschilder schon mal verkehrt rum in Frankreich hängen? Dahinter steckt eine Protestaktion. Die französischen Jungbauern stecken hinter der Aktion. Man kann es auch so interpretieren, alles steht Kopf. Aber wir müssen jetzt aufpassen, unser Ort kommt. Saint-Jean-le-Thomas. Ja, mein Französisch wird immer besser. Sehr schön die Städte hier, oder? Und hier der Campingplatz. Wir lassen die Einfahrt rechts liegen und fahren zum Strand. Weil wir gerade in der Zeit der Mittagsruhe kamen. Das kam uns aber gelegen, somit konnten wir uns den Strand noch schön angucken. Ihr kennt das ja, man kann so Fuß fassen oder sogar entscheiden über, nee, hier gefällt uns gar nicht, wir hauen ab und fahren irgendwie weiter. Das ist ja gerade das Schöne am Mobilfahren. Ich ahne Arges. Jo, ich hatte vergessen, wir brauchen ja unbedingt Muscheln. Ja, mitnehmen. Das Wohnmobil wird immer schwerer. Schlimmer werden Steine. Aber auch die würden wir für unsere Frauen mitnehmen, oder? Mont Saint-Michel. Ulla. Schön friedlich hier. Die Gegend sagte uns zu und wir wollten bleiben. Jetzt aber schnell weg. Bei Ulla werden gerade die Urinstinkte geweckt. Jäger und Sammler. So, hier links ist der Campingplatz, wo wir hin wollen. Die Adresse, die hatte ich euch ja schon eingeblendet. Der Betreiber, der war super freundlich. Da ist die Rezeption. Ja, und so standen wir dann hier. Übrigens war das nicht der Betreiber, sondern das wird städtisch geführt. Und das macht da irgendein Angestellter. Aber die sind super nett. Ja, und ich verlassen jetzt den Campingplatz und gehen schön essen. Und zwar da. Das direkt gegenüber. Von Ulla entdeckt. Ich weiß nicht, ob die Kamera. Schaut mal Leute, wie schön das hier ist. Super freundlich. Der junge Mann spricht uns direkt auf Englisch an hier. Nett. Was denn nett? Oder?
schön. Jule sitzt schon. Hier war es schön, aber leider konnten wir hier nur was trinken. Die Erklärung kommt jetzt gleich. Perfekt hier, oder? Wir waren gerade da vorne in der Pizzeria. Dem fiel nach einer halben Stunde ein. Und der war sehr freundlich, muss ich sagen, der Maus. Ja. Der war ganz beschämt. Da sagt er, die Küche hat zu. Jetzt sieht man Mont Saint-Michel richtig, richtig gut. Wir sind schon überlegen, ob wir nicht morgen einen Tag dranhängen, weil hier ist so friedlich, so selig alles. Ja, haben wir auch gemacht. Wir waren insgesamt 2 Nächte hier. Aber jetzt erstmal der Drohnenflug. Gleich ist dunkel. Ja, und dann ging ein traumhafter Tag zu Ende. Und während unser Planet mit über 100.000 Stundenkilometer durchs All rast, haben wir hier geschlafen wie die Babys. Ja, und jetzt blöd, vor lauter Entspannung und Relaxen habe ich den nächsten Tag so gut wie nichts gefilmt. Ulla und ich, wir haben einfach das gemacht, wofür der jeweilige gerade Lust hatte. Ich bin am Strand rumgetigert und bin mit meinen Drohnen durch die Gegend gedüst. Und die Ulla, die hat sich vors Wohnmobil gesetzt und hat ihre Facharbeit für ihren Beruf gemacht. Da hatte die Spaß dran. Ich hätte euch tatsächlich viel mehr von dem Campingplatz zeigen sollen. An dem Tag hätte ich die Waschhäuser und alles filmen sollen, weil es war nicht viel los. Weil ich jetzt kein Filmmaterial habe, müsst ihr mir einfach vertrauen. Das war zwar etwas älter alles. Man kann sagen, handwerklich selbst gefrickelt. Hört sich aber so negativ an, ist es aber nicht, weil es roch da nirgendwo und es war sauber. Uns hat es somit gereicht. Wir würden diesen wunderschönen Ort jederzeit nochmal anfahren. Wenn man Ruhe und Entspannung sucht, zu dieser Jahreszeit ist dieser Platz top. Total ruhig hier. Absolut selig. Wunderschön der Atlantik. Und zu jeder Tageszeit andere Lichtverhältnisse. Sehr schön. Aber dann ging auch dieser Tag zu Ende. Ja, guten Morgen.
Wir haben den 5. Oktober. Ich gehe mit der Mia. Wir sind hier immer noch am Camping Munipal. Da seht ihr. Wir haben irgendwann mit 8 Uhr und haben heute vor, weiterzureisen. Die Sonne geht gerade auf und das Wasser ist wieder da. Das Wasser, das zieht sich hier wirklich sehr weit zurück. Ich habe gestern gegoogelt, im Atlantik geht das wohl, ist der Höhenunterschied Ebbe und Flut 6 Meter. Und hier sieht man weit und breit, wenn Ebbe ist, kein bisschen Wasser mehr, ist alles weg. Ja, wir verlassen jetzt den Platz. 5. Oktober, 11:15 Uhr, wir hauen ab. Ja genau, war schön hier, aber alles hat mal ein Ende. Wir hatten noch schnell unser Abwasser entleert, aber wir mussten ja noch zur Rezeption. Ulla ist rein, hat bezahlt. Wir haben hier bezahlt 23 € pro Nacht mit Strom. Und dann öffnen sich für uns die Pforten. Wir hatten wunderschönes Reisewetter. Dann noch schnell Proviant auffüllen. Hier kann man einkaufen wie zu Hause. Unser nächstes Ziel lag auch in östlicher Richtung, Aromanches Les Bains. Das war 115 Kilometer Fahrstrecke. Dort sollte ein Parkplatz sein, an dem man direkt am Wasser stehen kann. Das fanden wir ganz interessant. Wir fuhren Schnellstraßen und dann kam man wieder durch das eine oder andere Örtchen. So wie hier. Und dann fuhren wir wieder aus dem Örtchen. Und dann kam wieder das Meer. Leute, wir haben Wasser. So, Meer. Da war schon der erste Bunker auf dem Schild. Hast du gesehen? Nicht? Die Farbe ist anders. Guck mal, so richtig schön fett türkis. Ja. Diesmal nicht so helle, so weiß. In kindlicher Naivität haben Ulla und ich vergessen, dass hier vor 80 Jahren militärisch einiges los war. Hier links die erste Landungsbrücke. Ach, guck mal, wie schön. Boah, ist ja herrlich. Wir wollten eigentlich nur Urlaub machen. Port Vincent Churchill. Der beste Premier, den England je zustande gebracht hatte, wird hier verehrt. Warum? Ja, er war ziemlich hartnäckig. Statt sich dem Dritten Reich hinzugeben, mobilisierte er unter anderem Menschen wie Lord Mountbatten, hier am 6. Juli 1944 anzulanden und besiegelte damit das Ende des Zweiten Weltkrieges. So viel Geschichte in so einem kleinen Ort. Wie gesagt, Ulla und ich wollten eigentlich nur Urlaub machen. Guck mal. Ja, warum brumm ich so rum? Massig Menschen, Leute. Gerade drauf zu ist schon der Stellplatz. Leider aber auch der Parkplatz für das Museum. Der nächste Strand von hier aus nach links gesehen ist Omaha Beach. Den kennt ihr vom D-Day. Die Heilige hier links, die ist denen gewidmet, die hier verreckt sind. Sorry meine Ausdrucksweise, aber die Menschen sind so blöde. Immer wieder versucht der eine, dem anderen seine Ideologie aufzuzwingen und der andere muss sich wehren. Noch heutzutage führt das zum Tod. Kleine Kinder sterben dabei. Unfassbar. Und vermutlich unlösbar. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil hier fängt schon der Platz an. Links hier ist die Abwasserstation. Da steht schon einer drauf. Hier gerade drauf zu die Müllstation. Und dann links daneben, neben dem Parkschild, das ist der Kassenautomat. Ulla und ich, wir haben uns wohl altersbedingt ein bisschen dämlich angestellt, hier zu bezahlen. Bezahlt haben wir 11 €, letztendlich hat es dann doch geklappt. Wir sind der Beschreibung bei Park for Night gefolgt. Wir hatten Glück, Platz erste Reihe, super Wetter. Und schwupp, da standen wir. Wir sind angekommen. 5. Oktober. Keine Ahnung, irgendwas mit 16 Uhr, ne? Ja klar, warte mal, wir sind doch gerade 15:22 Uhr, sagt die Ulla. Wir stehen noch nicht lange hier. Wir haben ellenlang gebraucht, um das Ticket zu ziehen hier. Letztendlich ging es dann mit Karte. Die Ulla hat es auf die Reihe gekriegt. Die ist hier gerade am Backen. Die hat kein Mikro. Du kannst nur mit dem Mund bewegen, Ulla. Die versteht dich sowieso nicht, die Kamera. Aber schaut mal, wie schön wir hier stehen. Wir stehen gut, ne? Ja. So, ich nehme euch mal mit.
Da drüben ist Omaha Beach und da ist ein anderer Beach, sage ich euch noch. Da seht ihr überall noch die Betondinger. Von den Landungsbrücken hier haben die versucht, einen Hafen zu machen. Ich habe das mal in so einer Doku gesehen. Das ist schrecklich, Leute. Ich habe da keinen Bock drauf und Ola auch nicht. Eigentlich kommen wir gar nicht deswegen da hier, sondern wollen eigentlich nur eine schöne Zeit haben und Fisch essen. Naja, wie dem auch sei. Super windig hier. Bin ich natürlich froh, dass ich jetzt die Funkstrecke habe. Schaut, so sieht es aus hier. Da drüben ist der Geldautomat. Und so stehen wir hier. Ja, wir standen hier super. Wir nehmen direkt vorweg, wir haben hier auch super übernachtet. Aber klar muss auch sein, hier ist überall Krieg. Jo. Das ist eine Gedenkstätte hier. Da mache ich jetzt überall mal Bilder von. Aber schaut euch mal an, wie viele Bilder ich machen muss. Hammer. Mache ich jetzt auch mal zu Ehren der Söldner, die hier verreckt sind. Vor ziemlich genau 80 Jahren verteidigten sich die Franzosen mit den Kanadiern, Engländern und Amerikanern hier an dieser Küste, haben es nicht versucht, sondern haben hier geschafft, einen spektakulären Hafen zu errichten. Dies mit vielen Opferzahlen. Aus Landungsbooten wurden die hier erschossen wie die Fliegen. Das alles von uns, von den Deutschen, bevor wir diese schöne Örtchen hier in Schutt und Asche gelegt hatten. Und dies besetzten. Ja, Gewalt ist schon eine blöde Eigenschaft der Menschheit. Und jetzt immer noch nach 80 Jahren bezahlen wir hier hart verdientes Geld, um uns den ganzen Rummel anzuschauen. Super, oder? Der ganze Schrott liegt bis heute noch im Wasser. Junge Männer, die irgendjemand geliebt hat, kriegen jetzt hier so eine schöne große Primadonna und eine Gedenkstätte. Cool. So, wir gehen wieder zurück auf den Platz. Und ich hau die uns hier als Deutsche kein Loch ins Wohnmobil. Gucken wir auf die Nummernschilder. Oh, das ist schon ein Deutscher. Dann hauen sie den auch ein Loch rein. Die Ulla, die wollte jetzt Kaffee gemacht haben. Und ich sag zu der, ich bin nur mal kurz ein Filmchen machen. Ich schätze mal so eine halbe Stunde bin ich jetzt schon unterwegs. Ja, hier ist noch überall frei für euch. Ulla! Du kommst gar nicht mehr wieder. Ja, habe ich auch gedacht. Die wollten mich hier schießen, da Ulla. Oh, unser Porzel. Ah, windig war mir. So, jetzt geht ich Kaffee trinken. Mir. Ja, Leute, wir haben uns aufgerappelt. Wir hingen gerade schön im Wohnmobil ab. Aber dann wollten wir noch mal runter an den Ort. Schließlich wollten wir ja noch Fisch essen. Ja, und was sehen wir hier auf dem Bild? Wunderschöner Himmel, wunderschöner Strand, wunderschönes Haus. Ja, und vorne an steht so ein blöder Panzer. Den möchte man natürlich vor der Haustür stehen haben. Ich versuche mir vorzustellen, wie diese wunderschöne Gegend hier und diese schöne Küste wohl ohne Panzer und Trümmer aussehen würde. Mit Blick über dieses wunderschöne Türchen hier konnte man es erahnen. Leider war natürlich auch das Örtchen in der Nebensaison komplett mit Menschen überfüllt und überall lagen diese Relikte hier rum. Natürlich ist mir klar, dass wir an solche schlimme Zeiten gedenken müssen. Und wir natürlich aus der Geschichte auch lernen sollen, klar. Ich habe nur mittlerweile mit meinen 60 Jahren nicht mehr das Gefühl, dass die Menschen wirklich daraus lernen. Tja, an den Kriegskram kommt man hier nicht vorbei. Die Uli und ich, wir waren eine Fischbude am Suchen. Schließlich war das hier früher mal ein Fischerdorf. Ein kleines, schnuckliges, ohne Museum, ohne Schrott. Pass auf. Oh, Ulla hat gesagt, pass auf. Mal gut, dass wir da nicht reingetreten sind. Eigentlich Schön hier, möchte ne? Guck mal, da ist auch eine Bank. Sollen wir uns draufsetzen? Ja, kurz. Der Himmel ist schön. Ja, das stimmt. Die Vöglein. Aber sonst ist die Ecke nicht so schön. Ne?
Ich finde das alles ringsherum, da hinten die Möwen und das alles. Ja, das ist schön, das stimmt. Siehst du das? Und wie klein die Menschen an diesem Ponton sind. Im Ort wurden wir dann langsam fündig. Unsere Fischbude. Und überall hing eine 80 über der Fußgängerzone. Die hatten erst vor kurzem ihr Jubiläum gefeiert über das freudige Ereignis, was die vor 80 Jahren hier hatten. Ja, mal gut, dass Ulla und ich fließend Französisch können, ne? So konnten die Leute hier nicht merken, dass wir Deutsche waren. Ne, im Ernst, das Einzige, was wir lesen konnten, war Fisch und Co. Also, das haben wir noch geschnallt, aber den Rest nicht. Sorry, der zieht sich jetzt ein bisschen, aber ihr müsst mal gucken, wie wir in Frankreich essen gehen. Das ist lustig. Ja, jetzt sitzen wir, Juli, bei Fisch und Co. Und Ulla ist gerade die Tafel am Übersetzen. Soll ich auch noch mal übersetzen? Nee, Hast du schon gefunden? ich weiß schon, was ich will, ja. Das ist schön. Ulla weiß schon, was die will. Ach so, die Poulette ist knuspriges Hähnchen. Knusprige Toilette. So. Très bien. Habt ihr das gesehen? Die haben immer noch Manschetten vor den Deutschen. Und jetzt kommt der Kellner. Himmel, Zero. Weißt du schon? Ja, I want fish and chips. Okay. So? And to drink? And cider. Okay. Und ich Cola Zero. Merci. Merci. Dankeschön. Ja, super, enttarnt. Dabei haben wir uns so eine Mühe gegeben, nicht hier als Deutsche aufzufallen. Dankeschön. Hat er gesagt. Hast du gehört? Und dann kam das Essen. Sah super aus, hat richtig mies geschmeckt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte Deutsche auf der Stirn stehen. Ja, kein Wunder, sind noch 3 Väter. Nee, im Ernst, ich hätte gerne gesagt, dass es vorzüglich geschmeckt hätte. Und natürlich ist so in so Touristenhochburgen immer alles etwas teurer. Aber ja, wir hätten es uns sparen können. Uns hat es nicht geschmeckt. Wir haben es überlebt, sonst hätte ich ja das Video hier nicht schneiden können. Was ich jetzt hier so essenderweise mit euch beenden werde. Übermannt von der traurigen Geschichte hier und mangels Vorstellungskraft, wie es hier wohl ohne diese hier aussehen könnte, fuhren wir nach einer Übernachtung weiter. Diese war allerdings sehr ruhig und angenehm. Und grandios bleibt ja dieser Ausblick hier, oder? Zum Übernachten für 11 € ist der Platz klasse, bei der Aussicht. Ja, aber wie geht es überhaupt weiter? Die zukünftigen Videos zu schneiden, da freue ich mich schon drauf und es werden vermutlich noch 2 werden für diese Playlist. Zeigen euch dann Honfleur mit wunderbaren Aufnahmen einer alten Holzkirche, einen traumhaften Garten in Étretat, Les Jardins de Étretat. Und im letzten Video zeigen wir euch dann einen wirklich richtig schönen Campingplatz in Uport. Die Franzosen sprechen das natürlich nicht so aus. Ich glaube, sie sagen Ypres. Von daher bleibt gespannt und bleibt unbedingt dran. Lohnt sich wirklich. Ciao, wir sehen uns.